Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch eine Herbstdeko-Idee mit Maiskolben zeigen. Ich werde jetzt als erstes den Stiel meines Maiskolbens mal etwas einkürzen, weil in meinem Fall wäre der jetzt ein Tacken zu lang. So, dann nehme ich mir jetzt eine Bohrmaschine hinzu. Der Bohrkopf hat jetzt einen Durchmesser von 4 mm und damit bohre ich mir jetzt hier mal ein Loch durch diesen Stiel durch. So rum. Zack. Okay, der Bohrer kann jetzt schon mal beiseite. So, und dann machen wir jetzt hier mal zunächst diese Blätter an dem Mais, so nenne ich sie jetzt einfach mal, schon mal nach oben hin weg. Wird jetzt auch letzten Endes eine Deko werden, die wird nachher aufgehangen werden. Insofern war das jetzt auch der Grund, warum ich mit der Bohrmaschine da einfach jetzt ein Loch in den Stiel hineingebohrt hatte. So. Na komm mal, hier alle nach und nach, damit das hier nicht gleich zu sehr verwurstet ist. Und erstmal das hier, diese kleinen haarigen Enden hier vom Maiskolben, die brauche ich jetzt nachher nicht. Kann man aber auch einfach mal beiseite legen. Vielleicht kann man die noch für ein anderes Projekt gebrauchen, ne, in der Zukunft. Kann man ja immer noch entsorgen. So, das hätten wir jetzt hier schon mal soweit. Sieht ja schon mal ein bisschen seltsam aus. Und mir fällt gerade ein, ich brauche noch eine Drahtschere. So, da haben wir so, oder eine Drahtzange. Das ist jetzt hier 2 mm starker Aluminiumdraht. Das sind jetzt Reste aus einem vorherigen Projekt. Von daher ist das jetzt hier, ich sag mal so komisch aufgewickelt. Haltet jetzt hier mal an den Maiskolben an. Ihr könnt ja auch sehen, da vorne liegt auch noch anderes Grün. Ich messe das jetzt hier mal so grob ab. Ist wirklich nur so ganz, ganz grob. Das kann ruhig noch ein bisschen größer gleich sein. Ich forme mir da halt jetzt einen Ring raus. So, jetzt machen wir das mal doppelt. Wirklich erstmal nur grob. Ich schneide jetzt auch mit Absicht einen Tacken zu viel ab. Lieber nachher ein bisschen Reserve haben, als dass man sich die Arbeit gemacht hat. Und dann denkt man hinterher, ja, hättest du mal. So, schauen wir noch mal. Eben einmal gucken. Ja, kann noch ein Tacken enger beieinander. Einfach mit Ruhe und Geduld machen, peu à peu. Ja, so ist das nachher ganz gut. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich das wieder auseinander mache. So, dann haben wir jetzt hier ein wenig Grün am Start. Das ist eine Bauernhortensie, Fetthenne. Dann haben wir hier ein wenig Eisenkraut. Mal gucken, ob ich das nachher einarbeiten werde, weil es verliert hier schon stellenweise die Blüten. Und dann haben wir hier eine Knospenheide. Da schneide ich mir jetzt etwas Grün mal ab. Aber ich nehme jetzt vorzugsweise bei der Knospenheide das Grün mit den Blüten, was halt nicht so lang ist wie das jetzt hier zum Beispiel. Dann nehmen wir jetzt hier eher die kürzeren, damit ich halt nicht zu viel Verschwendung habe von dem Grün. Weil wenn er zu lang ist, ja okay, ich könnte es jetzt hier natürlich auch, ich zeige es mal, hier schon mal einkürzen und dann kürzen wir das noch hier ein. Dann habe ich auch ein einigermaßen schönes Ende, ne? Kann man auch machen. Habe ich mir jetzt gerade noch spontan selber überlegt. So, das kann erstmal darüber. Ich schneide das Grün sowieso immer am liebsten erstmal so nach und nach zurecht. So, da. Jetzt haben wir hier einen Schmuckdraht. Den friemel ich mir jetzt hier mal an diesen Aluminiumdraht dran. Weil jetzt hier ein paar Mal drumherum wickeln, dann sollte das normalerweise auch von alleine halten. Ne? Die Fetthenne war jetzt noch nicht fällig. So, dann mache ich mir jetzt hier mal ein Sträußchen aus meiner Heide. Da sollte man jetzt auch ordentlich Material einarbeiten, dass man das auch wirklich gut bedeckt hat. Bindedraht ist hier am Start, Heide auch. Und dann wickele ich das Ganze mal zweimal mit dem Schmuckdraht fest. So, dann nehmen wir jetzt mal hier die Fetthenne hinzu. Die muss natürlich auch noch zurechtgeschnitten werden. Und auch mal hier so ein kleines Sträußchen. Ja, kann auch gut möglich sein, dass ich nachher noch in den Garten muss. Mal schauen. Auch sicherheitshalber zweimal festwickeln. Könnt ihr auch dreimal machen. Also ich bin halt immer der Meinung, wenn man es zweimal festwickelt, dann hält das Ganze einfach noch mal etwas besser. Bauernhortensie. Jetzt hier mal so viel rausgeschnitten.
drücke mir die so einen Tacken zusammen. Obwohl ich überlege gerade, ob ich dann immer jedes Mal, was wollte ich jetzt sagen? Heide, Fetthenne, Heide, Bauernhortensie, Heide, Eisenkraut. Ja, ich glaube, das ist auch ganz cool. Machen wir es doch ein bisschen anders. Erstmal wieder Heide. Ja, falsch rum. So rum. Könnt ihr hier die Fetthenne auch mal etwas auseinandernehmen, die Heide so dazwischen dann legen, festwickeln. Und das Grün kommt halt immer überlappend auf das vorherige Grün. Ja, und diesen ganzen Aluminiumdraht hier, den wickel ich so in etwa mit dem Grün, ich sag mal bis hierhin, ja, wird da Grün dran befestigt werden. Dann nehme ich aber auch mal den Maiskolben hinzu und guck mal, ob das schon soweit passen könnte. Den Schmuckdraht schneide ich nun ab und befestige ihn an dem Aluminiumdraht. Ich mache mir jetzt aber nicht die Mühe und mache da jetzt extra einen Knoten hinein. Ich wickel den jetzt hier einfach ein paar Mal drumherum. Normalerweise müsste das dann von ganz alleine halten. So, das hier kann mal eben beiseite. Wo habe ich jetzt meine Schere? Ach, da. Okay. Das ist jetzt eine Schnur. Da ist ein Draht mit drinne. Schneide ich mir mal hier ein Stück ab. Zack, wieder beiseite. Und ich hatte ja am Anfang des Videos mit der Bohrmaschine hier ein Loch durchgebohrt. Ich wollte euch halt erst den Kranz zeigen. Ne? Ich hätte jetzt diese Schnur mit dem Draht auch am Anfang schon einarbeiten können. Ich sollte vielleicht auch im Bild bleiben. Einfach hier so durchfädeln. Vorher natürlich auch mal ausmessen, wie tief soll das Ganze in eurem Fall nachher hängen. So, machen wir hier mal eine Schlaufe rein. Zack. Oder auch nicht, zack. Ziehen das mal stramm. Ja, dann kann man das hier schon mal aufhängen. So, ich glaube, das sieht nachher ganz süß aus. Mal eben die Blätter sortieren. Bin ja am Überlegen, ne, ob ich die Blätter, ja, ich sag mal so nach unten hin wegknicke. Ich darf jetzt hier auch nicht zu viel dran rumknicken, dann ist nämlich alles vorbei. Ich halte das hier mal eben für mich selber an. Der Kranz kommt nämlich jetzt hier gleich so drumherum. Boah, ey, das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung für mich. Ich habe jetzt sowieso gleich noch vor, einen zweiten Maiskolben im Zeitrafferformat zu erstellen. Wisst ihr was, ich lasse den jetzt hier einfach mal so abstehend, also hier vielmehr die Maisblätter. Jetzt kommt etwas der frickelige Teil. Der Kranz wird jetzt nämlich hier, oder die Girlande. Aber ich habe mich gerade an diesem kleinen Schmuckdraht gepiekst. Die kommt hier jetzt so doppelt drumherum. Und das ist jetzt wirklich, ihr könnt das Grün auch immer noch justieren. Hier ist jetzt im Übrigen der Anfang. Noch ein bisschen strammer ziehen. So, jetzt muss ich hier einmal unten drunter her. Ganz vorsichtig. Nicht, dass ich mir jetzt hier alles im schlimmsten Fall gleich kaputt mache, aber letzten Endes, ich glaube, wenn das total beknackt aussehen würde, ich weiß nicht, ob ich das Video veröffentlichen würde. Wobei mein letztes Video ist ja auch irgendwie lustig. Dieser Igel, den ich gebastelt hatte, ich habe ein paar Tage überlegt, woran der mich erinnert. Der sieht aus, als wenn der zu viel getrunken hätte. So, hier einfach justieren, wie ihr das halt haben möchtet. Ist ja auch noch ein bisschen... Hä, wo kommt denn jetzt die Hortensie her? Ist sie hier gerade rausgefallen? Ja, dann ist das halt so. Ja. Muss aber jetzt auch gestehen, sowas habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Und das Gute ist mit diesem Aluminiumdraht, also das, was ich zu viel habe, kann ich jetzt hier die Maisblätter auch ein bisschen mehr andrücken. Ich muss das Ganze nur nachher so haben, dass man den Aluminiumdraht auch nicht mehr sehen kann. Ich glaube, die ist da echt rausgeflogen, die Hortensie. Ja, ich werde es ja dann später selber sehen, wenn ich das Video zurechtschneide. Einfach hier peu à peu mal alles so formen, wie ihr es halt für ja, gut empfindet.
Und dann hat man doch echt eine süße Deko zum Aufhängen. Finde ich jetzt jedenfalls. Ich glaube, jetzt bin ich nicht mehr im Bild. Ich zeige es gleich nochmal natürlich anders. Also ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, die Maisblätter nachher nicht nach unten hinweg zu biegen. Diesen zweiten Maiskolben werde ich jetzt genau auf die gleiche Art und Weise erstellen wie den ersten. Wobei, stimmt jetzt nicht zu 100% auf die gleiche Art und Weise. Ich werde das Eisenkraut weglassen. Also ich muss jetzt mal sagen, der zweite Maiskolben mit der Dekoration ist jetzt nochmal meiner Meinung nach einen Tacken besser geworden als der erste Maiskolben. Ja, und noch mehr werde ich jetzt daran auch nicht dekorieren. Theoretisch gesehen könnte man jetzt zum Beispiel noch mit der Heißklebepistole ein paar Zapfen oder halt was auch immer befestigen. Aber ich werde das Ganze jetzt so lassen, wie es halt ist. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.